ja, für mich war es auch eine Heilungsreise einfach. Also es war nach meiner Krise eben meine Therapie. Also es ja, hat mich zu mir zurückgebracht. Ich bin die Liselle und ich bin seit 5 Jahren in meinem Van unterwegs und mache ganz viele verschiedene Sachen. Ich bin sehr kreativ, ich tanze gerne und ich berühre sehr gerne mit meiner Musik, aber auch mit meinen Händen, denn ich massiere ganz gern. Es fühlt sich frei an, es fühlt sich geborgen an auch, also durch dieses Heimelige und Kuschelige, und ich mag es auch total, es mir gemütlich zu machen und schöne Tücher zu haben und auch so Gegenstände mit mir zu haben, die mich erinnern an Menschen. Wir sind jetzt hier in meiner Küche und ich koche sehr, sehr gerne. Das werden die Menschen wissen, die mit mir unterwegs sind. Und deswegen brauche ich auch ein sehr großes Gewürzregal. Das habe ich selber gebaut aus alten Latten, die so rumlagen. Und ja, da habe ich eigentlich alles, was man so braucht, auch selber gesammelt. Hier zum Beispiel Lorbeerblätter, dann Rosmarin, Zimt, dann aus der Türkei noch so Gewürze, die meine liebe Freundin mitgebracht hat, Thymian und ja, alles mögliche, Petersilie, Salz aus Rumänien, Original Steinsalz. Ja, also das ist auch das allererste, was ich in den Van reingebaut habe, und es ist bis jetzt das, was konstant im Van geblieben ist. Dann geht es hier weiter. Äußerst praktisch, über der Fahrradkabine sind hier solche Regale eingebaut, und das quasi das Storage für meinen ganzen Küchenkram, für Linsen, Chiasamen, alles, was man so braucht, für leckeres Essen und Hundeleckerlis natürlich. Ja, dann hier auch so Utensilien, um Wasser warm zu machen. Das ganze Geschirr ist hier drin und die Teebox, und hier oben in dem Korb ist alles voller Tee, weil ich nämlich eine Teetante bin. Ja, und dann habe ich hier so einen schönen Wasserhahn geschenkt bekommen, letztes Jahr von einem Freund. Und hier ist mein Wassertank, da ist so Brauchwasser drin, und das Wasser, was ich trinke, das habe ich einfach immer extra. Also es gibt auch Sachen, die ich vermisse, im Gegensatz zum Leben in einer Wohnung. Das ist zum Beispiel fließendes Wasser ohne Ende, auch warmes Wasser, was sofort rauskommt aus der Wand. Und ja, das vermisse ich schon. Hier hinten habe ich auch noch ein kleines Regal, so mit Olivenölen, verschiedenen, so Ingweröl, Knoblauchöl, Kräuteröl. Und hier habe ich meine süße kleine Reibe. Die feiern auch immer die Leute, weil die so klein ist. Die ist von meiner Oma noch. Also hier sind ganz viele Sachen von meiner Oma in diesem Van, weil sie kurz bevor ich in den Van gezogen ist, gestorben ist und da viele Dinge einfach übrig waren, und deswegen fährt das zum Beispiel mit. Ja, und auch hier diese kleine Tafel, die ist auch von meiner Oma noch, und da habe ich so Sachen dran wie diesen wunderschönen Tischfeger oder Bettfeger, auch von meiner Omi, oder die gehäkelten Topflappen. Es ist mir sehr wichtig, ihre Sachen dabei zu haben. Wir hatten dann schon ein sehr inniges familiäres Verhältnis. Und sie ist auch alt geworden, also das ist alles okay gewesen. Also sie war 93, als sie gestorben ist, also es ist okay, und sie ist auch friedlich eingeschlafen. Aber ich fühle mich mit ihr schon sehr verbunden, ja. Ich habe immer ihre Struktur bewundert und ihre Disziplin. Die hat mir immer ein bisschen gefehlt. Aber ja, und sie war einfach so süß. Emma ist Sponsor des heutigen Videos, und mit dem Code PEACE sparst du 5% zusätzlich, denn noch bis zum 15. Mai ist Sale bei Emma, und du bekommst alle Produkte von Matratzen über Betten bis hin zu Accessoires bis zu 50% günstiger.
Dabei musst du auch keine Angst haben, einen Fehlkauf zu machen, denn du kannst auf einer Matratze ganze 100 Tage Probe liegen, anders als im Geschäft, wo man das höchstens mal ein paar Minuten machen kann. Und falls du doch nicht zufrieden bist, dann wird sie einfach wieder abgeholt. Alles wird kostenlos nach Hause geliefert und du musst die schweren Produkte nicht selbstständig transportieren. Die Boxspringbetten bis auf das BSB One werden alle direkt sogar zu Hause durch eine Spedition aufgebaut. Ich habe mich für das Modell Emma 25 Hybrid entschieden. Die Matratze ist 25 cm hoch und nach 2 Nächten Rückenschmerzen, die wahrscheinlich der Umgewöhnung zu verschulden waren, liege ich jetzt tatsächlich wie auf Wolken. Wir sind jetzt an meinem Herzstück, meinem Ofen. Ich mache doch mal kurz hier runter. Auf den kann ich nämlich auch kochen, Wasser warm machen, mich erwärmen, mich erfreuen und so weiter. Den habe ich auch erst nachträglich eingebaut. Ich hatte einige Jahre gar keine Wärmequelle, aber ich war ja auch immer im Süden, also von daher ging das schon. Aber ich bin natürlich jetzt richtig froh, dass ich diesen Ofen hier habe. Und ja, der hat uns gestern zum Beispiel auch schon erfreut und wir saßen zu dritt hier drin und haben uns Wasser zum Duschen warm gemacht und so weiter. Also ganz entspannt. Es hat hier auch so eine Scheibe, wo man reingucken kann. Also es ist total gemütlich vom Bett aus. Kann ich das dann flackern sehen. Hier drunter habe ich dann immer das Holz lagern. Das ist ja hier diese Schutzschicht, ne? Die ist auch ein paar Zentimeter hier von der Wand mit einem Abstandshalter angebracht, sodass halt wirklich die Wärme wieder abgestrahlt wird. Bei mir war der auslösende Faktor eigentlich eine sehr große Krise in meinem Leben. Also mit dem Verlust von Freunden, von meiner Oma, von der Liebe, die ich hatte. In der Zeit war ich pilgern, also auf einer Fernwanderreise mit dem Rucksack. Und auf dieser Pilgerreise bin ich auf eine Frau gestoßen, die eben in einem Wohnmobil gelebt hat. Und das hat mich sehr, sehr inspiriert damals. Und ja, dann habe ich mir irgendwie gedacht, ich möchte das auch, ohne jetzt großartig einen Plan zu machen, wie lange ich das machen will oder überhaupt. Planlos geht ja planlos. So mein Spruch. Und ja, bin dann von meiner Pilgerreise zurückgekommen und habe dann angefangen, irgendwie das mit dem Van zu planen. Und habe mir dann den alten Krankenwagen gekauft und den Stück für Stück ausgebaut. Der Ausbau war nicht geplant. Also gut, ich habe mich schon ein bisschen informiert, aber ich habe natürlich auch einige Fehler gemacht, wie wahrscheinlich jeder, der zum ersten Mal sowas macht. Habe ich zum Beispiel den Strom als allerletztes zugebaut, was natürlich vollkommen bescheuert ist. Aber es ist okay, also es funktioniert trotzdem so weit und so gut. Es ist eben nur, dass jetzt Kabel nicht versteckt sind. Der hat ja von Natur aus diese Füße hier dran und dann haben wir die einfach mit so Metall hier so dran gemacht. Also das sitzt auch bombenfest und drunter sind die dann verzwirbelt, die Metalldinger. Also ganz easy peasy. Und das Rohr, wir haben halt einfach ein Loch in die Decke geschnitten, wie man das halt so macht. Und das ist ein isoliertes Ofenrohr, das heißt, es wird auch gar nicht so heiß. Das kann man direkt durchstecken, da braucht man nicht erst noch eine Durchführung oder so. Das war mir auch wichtig. Und das steckt dann halt da durch und dann ist die Dichtung quasi noch da drum und dann fertig. Dann raucht das da so gemütlich und fröhlich raus. Dann stelle ich meinen kleinen Altar wieder hier hin mit meinen ganzen kleinen Fundsachen. Hier zum Beispiel Bergkristall, den ich selbst gefunden habe, weil ich bin unglaublich gern wandern und in der Natur und in Höhlen unterwegs. Ich arbeite gelegentlich als Krankenschwester und finanziere mir so den Hauptteil meines Lebens. Wenn ich unterwegs bin, gebe ich aber auch sehr, sehr gerne Massagen und zusätzlich habe ich eine Webseite mit meinen Blogartikeln, wo auch Affiliate-Links zu finden sind. Liebe ich dich leise. Ja, auf Spendenbasis gebe ich auch sehr gerne Konzerte. Also jeder kann da teilnehmen in der Natur, gerne im Wald oder am Strand. Und ja, dann
gehe ich einmal mit dem Hut rum oder stelle einen Hut hin. Meine Musik ist sehr persönlich, also ich singe da schon über Dinge, die ich erlebt habe oder erfahren habe und um Sachen zu verarbeiten. Also die Musik ist so ein Mittel, es ist wie so ein kleines Tagebuch auch, meine Lieder. Slowly went to my cold left hand. I don't ask why this white butterfly came into my life in this right time. Vanlife macht für mich aus, dass ich sehr verbunden mit der Natur bin, dass ich die Nacht höre, dass ich die Tiere höre in der Nacht, dass ich Bäume knarren höre, dass ich den Wind spüre, dass ich morgens direkt zum Beispiel auf einen Berg wandern kann, ohne anzufahren erst, sondern direkt einfach in die Natur gehen kann, dass ich Freiheit spüre, also örtliche Freiheit, dass ich tolle Menschen kennenlerne, die schöne Geschichten erzählen, mich auch inspirieren oder Menschen zu inspirieren auch. Also hier unter dem Ofen habe ich noch Stauraum also hier in dieser Schublade. Das ist übrigens ein Überrest von einem Schrank, den ich letztens losgeworden bin. Das ist die Schublade mit meinen Musiksachen zum Musikaufnehmen für mein Studio. Hier sind so Unterlagen drin und hier sind auch nochmal so 2 Fächer mit Kram. Mit Büchern, mit Schreibsachen, mit Visitenkarten, mit allem möglichen so Zeug. Ich hatte auch nie den Plan, dass ich das jetzt irgendwie jahrelang machen will. Ich wollte einfach nur dieses Gefühl haben, ich bin jetzt gerade hier mit einem kleinen Zuhause, einem kleinen Haus und habe alles dabei. Also das war eigentlich so die Überlegung. Ja, meine liebe Jedda, die hatte ja letztes Jahr Welpen bekommen. Und zwar war das kein Unfall oder kein Unvorsichtigsein, sondern ich hatte 2 Hunde. In Griechenland habe ich einen Straßenhund quasi adoptiert und der war 2 Jahre alt und wir hatten einen wunderschönen Sommer zusammen. Und dann hat er leider eine ganz fiese Krankheit bekommen und ist daran innerhalb von ein paar Wochen gestorben. Und in der Zeit ist sie läufig geworden. Das ist einfach eine ganz verrückte Story, weil ich wollte ihn eigentlich kastrieren lassen, irgendwie 3 Wochen vorher, aber ich hatte da so ein schlechtes Gefühl dabei und die Tierärztin wollte das auch nicht so machen, wie ich das mir ausgedacht habe und deswegen habe ich das dann abgesagt und dann wurde er kurz darauf krank und eben eine Woche bevor er gestorben ist, hat er uns noch was dagelassen. Ein kleines, 5 kleine, also eigentlich 6 kleine Geschenke. Ja, das war natürlich eine richtig aufregende Zeit, diese Welpen mit in dem Bus zu haben. Ja? Also hier ist ja schon wenig Platz, aber dann nochmal mit 5 Welpen und Jedda war auf jeden Fall eine Herausforderung, aber es war auch eine richtig schöne Zeit. Also ich habe dann hier auch eine Wurfkiste gebaut und ich war dann auch wirklich alle 2 Stunden mit denen draußen und die waren auch von vornherein irgendwie so stubenrein und haben wir echt richtig super gemacht und wir haben dann auch alles ausprobiert, was man so machen muss, so Geräusche machen, Autofahren auch, damit die schon dran gewöhnt sind und daher, sie waren auch super sozialisiert, weil die natürlich andere Hunde auch kennengelernt haben. Aber die haben natürlich auch einiges ausprobiert hier in dem Van und angeknabbert. Also da sind so ein paar Stellen, die zerstört wurden. Aber das ist halt so. Das erinnert mich immer an die schöne Zeit auch. Das Schränkchen, das wollte ich eigentlich schon mal irgendwie abgeben, aber das hat es jetzt doch hierher geschafft und es hat sich auch als praktisch erwiesen. Ich mach das mal auf, da sind nämlich meine kleinen Helferlein drin. Ätherische Öle, Zitronella, Lavender. Und hier geht es dann weiter. Das ist so meine kleine Kreativecke. Hier sind nämlich meine Liederbücher oder ich zeichne manchmal auch gerne, das ist mein Zeichenbuch. Und hier stehen meine Lieder drin. Habe ich einige Bücher. Kann ich euch das auch
zeigen. Zum Beispiel 2. Ja, das ist nämlich mein Mantra-Buch. Habe ich auch ein bisschen gestaltet. Ja, das Bett habe ich natürlich als erstes auch mit eingebaut und es besteht aus einem alten Regal, was ich in meinem WG-Zimmer hatte, was ich dann ja nicht mehr brauchte, weil ich ja keinen Platz mehr habe für ein großes Regal, und deswegen habe ich die Bretter und das Ganze benutzt, um das Bett zu bauen, also auch recycelt quasi, und genau, das hat auch bis jetzt gehalten mit Reparaturen. Mache ich mir tagsüber manchmal als so Couch, manchmal bin ich auch zu faul, das Bett zu machen. Die Vorteile am Leben im Van sind für mich die Flexibilität, die räumliche Flexibilität, die zeitliche Flexibilität und ja, auch eine finanziellere Flexibilität, weil es einfach viel weniger Kosten verursacht, sondern ja, man da nicht so angewiesen ist, Hunderte von Euro jeden Monat auszugeben für den Wohnraum zum Beispiel. Was ich auch super finde, dass ich meinen eigenen Strom produziere, dass ich meine eigene Wärme produziere mit Ressourcen, die eben da sind, also die nicht extra aus der Erde rausgegraben werden müssen, sondern ja, die Sonne gibt mir die Elektrizität. Es macht ja auch viel sparsamer, in dem Umgang nur einen Raum zu haben, als 5 Räume zu haben und in allen 5 Räumen elektrische Geräte zu haben. Und ja, die Wärme durch den Ofen mit Dingen, die man eben draußen so findet. Und das tut niemandem weh, wenn das in Wärme verwandelt wird. Dieser Schrank, da sind auch noch so 2 Baumarktboxen, die ich ja einfach so als Schrank angebracht habe, mit so Griffen, die ich mal zum Geburtstag geschenkt bekommen habe. Ich finde die total fancy, toll, glitzern, bunt. Und da sind auch nochmal so Wäsche drin. Und bei mir ist halt das Ding, dass ich das alles irgendwie mit so Haargummis festgemacht habe. Und da rolle ich so die Wäsche zusammen, damit die nicht rausfällt, sondern so richtig fest drin steckt. Weil wenn man das nur so reinquetscht, dann fällt halt alles raus, wenn man das so reinstopft und aufmacht. Weil es sind ja so, also das Auto wird ja enger oben. Also deswegen also keine geraden Wände, wollte ich damit sagen. Und dadurch fällt es öfters mal raus. Ja, hier ist jetzt mein Regal für so kleinere Wäschesachen, also Socken, Unterwäsche und so weiter. Und darüber habe ich meine Bücher, die ich irgendwann mal zu Ende lesen will. Ja, oder so Bücher, wo ich selber was reinschreibe. Und das habe ich auch selber so designt oder angemalt. Gefällt mir ganz gut mit so Schablonen. Ja, für mich war es auch eine Heilungsreise einfach. Also es war nach meiner Krise eben meine Therapie. Also es ja, hat mich zu mir zurückgebracht. Der Wunsch war da, mich selbst zu finden und auf dem Pilgerweg die Idee gefunden zu haben, in einen Van zu ziehen, war eine Möglichkeit, mich selbst zu therapieren. Also es war jetzt nicht so ein Hype von wegen, ich möchte jetzt Vanlifer werden, sondern eher, ich möchte auf die Reise gehen, um mich selbst zu finden. Ja. Und das mit dem Vanlife, das kam dann eigentlich erst später, also so nach so 3 Jahren oder so, die ich in dem Bus gelebt habe, habe ich erstmal so verstanden, ich bin jetzt hier Teil einer Bewegung, sage ich jetzt mal, ist es ja schon irgendwie, eines Trends auch, irgendwie draußen zu leben und es so zu nennen, Vanlife. Ja, und das gefällt mir auch ganz gut, muss ich sagen. Also die Menschen, die ich unterwegs treffe, wachsen mir ans Herz. Es sind wunderschöne Begegnungen. Es sind immer die richtigen Begegnungen, die man gerade braucht, finde ich. Und die einen weiterbringen und wachsen lassen. Und das ist total schön und ich liebe es. Und deswegen möchte ich auch das nicht beenden, sondern in den nächsten Van ziehen.
Und hier ist noch mein Wechselrichter für den Steckdosenstrom, damit ich dann auch meinen Laptop laden kann und meine Musikbox aufladen kann und damit Musik machen kann und so weiter. Ja. Und für die Disco-Kugel, ganz wichtig. Ganz wichtig, Disco-Kugel im Van. Wichtig. Schatzi, ja mein Schatzi, mein Schatzi. Ja, dann kommen wir jetzt zu meinem Badezimmer. Das ist nämlich dieses Konstrukt. Etwas schief und sehr kreativ. Mit so Wellen. Also ich mag ja so organische Strukturen auch beim Holz. Und das habe ich auch alles mir selber ausgedacht. Und genau, da sind so die Haarbürste drin und so Zeug zum Beauty machen, Zahnbürste. Und ja, hier ist so eine Schere. Hier habe ich einfach nur so ein Loch reingebohrt und dann einen Becher reingestellt. Und da kann man ganz easy Sachen aufbewahren. Und hier ein Spiegel so, ne, damit man dann sich auch ansehnlich herrichten kann. Und hier, das sind alte Weinkisten. 1, 2, 3, 4. Und dahinter verbergen sich eben auch so Sachen wie, hier ist noch so Zeugs drin, meine alten Dreads, weil ich hatte nämlich 7 Jahre lang Dreads und die habe ich abgeschnitten letztes Jahr und die befinden sich da drin noch. Dann hier noch so Öle zum Kochen, der Schlegel für die Trommel, die ich mal gebaut habe vor ein paar Jahren. Und hier noch so Beauty-Zeug, so ja, Shampoo und Zahnpasta und so langweiliges Zeug, Klopapier. Ja, aber das macht sich echt richtig gut mit diesen Weinkisten. Also ich habe die einfach umgedreht und dann kann man da Sachen reinstecken. Ja. Klopapier, obligatorische Klopapier in der Tür, damit man auch von draußen rankommt, ganz wichtig. Ja, und hier ist meine Garderobe, da hängen dann halt so meine Winterjacke dran und so Tücher und Taschen und Schirm und eine Tüte mit Tüten, ein Beutel mit Beuteln. Ja, die große Frage ist ja immer, wie macht man das mit dem Klo? Also ihr habt ja gesehen, ich habe hier kein Badezimmer oder so. Ich habe dafür eigentlich das Einfachste, was man machen kann, nämlich eine Urinella und eine Flasche, was immer gut funktioniert. Oder ich gehe halt raus Pipi machen, also das ist ja irgendwie am allerbesten so. Und ja, das mit der Flasche ist so eine Notlösung und alles andere, also wenn es gerade kein öffentliches Klo oder so gibt, dann in der Natur auch gerne mal draußen mit, ja, dann verstecken oder vergraben. Ganz wichtig finde ich immer, Leute, nehmt euer Klopapier mit, weil es ist so furchtbar, einfach überall irgendwelche Kacktücher zu finden oder zu sehen. Und gerade in dem Lifestyle sollte man darauf achten, dass man die Umwelt schont und dass man den Platz halt sauber hinterlässt. Dann habe ich hier noch so einen Korb, wie von so einer Balkonpflanze, einfach hier drauf gemacht, weil ich den auch übrig hatte. Da ist Hundefutter drin, Trinkschale für unterwegs, Wärmflaschen und noch ein paar Kabel. Und hier drüben ist mein Schuhregal. Also ich habe ja nur 2 Paar Schuhe, Wanderschuhe und Schlappen. Und so ein Handtuch, falls man, also mit Hund ist ja immer, wenn der matschig ist oder so, oder wenn mal was runterfällt, und zum Aufwischen einfach schnell. Und so einen wirklich alten, abgefuckten Besen, den auch die Hunde, die Welpen in der Mache hatten. Aber der ist von meiner Oma, deswegen kann ich mich nicht trennen davon. Wenn du einen Traum hast und du weißt nicht so richtig, wie du anfangen sollst oder du kommst nicht dahin, dann nimm dir erstmal Zeit, finde ich. Also es muss ja nichts übers Knie gebrochen werden. Die richtige Zeit für alle Dinge kommt. Und dir dann Stress zu machen, irgendwie das gleich durchzuziehen oder dich schlecht zu fühlen, weil andere das schon machen oder so. Bullshit. Enjoy your life, relax und alles kommt zur richtigen Zeit. Alles zu seiner Zeit oder Prediger 3.